Die Zeit in Tabuk verging wie im Flug. Inzwischen wurde es auch tagsüber recht kühl. Thanksgiving nahte und Libby, eine Amerikanerin, mit der ich befreundet war, und ihr Mann Russell luden uns zum Truthahnessen ein. Die amerikanischen Häuser waren von der Grundausstattung viel gemütlicher eingerichtet als unsere. Wir saßen in dicken, bequemen Sesseln, deren Polster mit großen Blüten besetzt waren. Die Möbel waren alle aus dunklem Holz und hatten viel Ähnlichkeit mit einem typischen deutschen, biederen Wohnzimmer. Außer uns waren ausschließlich Amerikaner eingeladen, deren Herzlichkeit mich sofort einnahm. Am besten schmeckte mir die delikate Füllung des Puters. Und Libby, die neben mir saß, erklärte mir ausführlich, wie sie den ganzen Tag in der Küche gestanden hatte, um die Füllung zuzubereiten. Als wir spät in der Nacht unter dem sternenbedeckten Himmel den Heimweg antraten, erzählte Frank, dass Russell die Füllung für die Truthähne in Dosen aus Amerika hatte einfliegen lassen. Lachend, uns an den Händen haltend, den schlafenden Konstantin im Arm, schlenderten wir durch das stille Camp nach Hause. Die Tage gingen dahin, ich stickte Decken, malte Bilder und kochte das Mittagessen. Es war eine relativ unbeschwerte Zeit, aber je länger wir dort waren, desto mehr begann das Leben in der staubigen Wüstenlandschaft an unseren Nerven zu zehren. Ständig war einer von uns krank. Franks Kopfschmerzen quälten ihn so sehr, dass er nachts oft mit schmerzverzerrtem Gesicht durch das Haus lief. Ein Sandsturm folgte dem nächsten. An manchen Tagen wurde es gar nicht richtig hell. Manchmal kam es mir so vor, als legte sich der Staub auch auf mein Gemüt und ich fühlte mich, als sei ich in dem dunklen Haus trotz Kind und Katze alleine und verlassen. In dieser Zeit schrieb ich Gedichte und arabische Märchen, die in der Camp-Zeitung, dem Wüstenboten, veröffentlicht wurden. Den größten Teil dieser Tage aber verbrachte ich mit Kehren, Putzen und Wischen. Nirgendwo im Haus gab es ein Fleckchen, das vom Sand verschont geblieben worden war. Doch nach diesen düsteren Stunden legte sich der Sturm regelmäßig und bald strahlte die Sonne wieder vom blauen Himmel. Die Nächte im Winter waren bitterkalt. Wir ließen Heizlüfter laufen, um nicht zu frieren. Mit der Zeit wurde Frank beruflich immer unzufriedener. Und auf den Partys, die ständig stattfanden, trank er mehr, als für ihn gut war, und was zur Folge hatte, dass die Kopfschmerzen noch häufiger auftraten. Weihnachten ging schnell vorüber und der Jahreswechsel wurde in den Häusern mit Unmengen von Alkohol gefeiert. Ich trank nach wie vor keinen Tropfen und fühlte mich sehr wohl. Im Februar feierten wir eine große Karnevalsparty in unserem Haus und tanzten lustig verkleidet bis zum frühen Morgen auf der Veranda. Mit dem Frühjahr kamen die ersten warmen Sonnenstrahlen, aber Franks Kopfschmerzen wurden nicht besser. Seltsamerweise traten sie besonders häufig auf, sobald er sich abends entspannte. Er hatte inzwischen sämtliche Ärzte in den Nachbarcamps konsultiert, aber keiner hatte ihm helfen können. Darum versuchte er selbst alles Mögliche, um den Schmerz in den Griff zu bekommen. Schließlich fand er heraus, dass ihm Laufen half. Und so schlüpfte Frank, sobald sich die Kopfschmerzen anmeldeten, in seine Turnschuhe und joggte durchs Camp. Es kam häufig vor, dass er nachts aufstand und loslief. Während Konstantin seine ersten vorsichtigen Schritte machte, versuchte sein Vater, den Schmerzen davon zu laufen. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.